Ja, ist ja wie im Iran hier. Sowohl landschaftlich als auch mit dem Militär. Aber im Iran dürften wir das nicht filmen. Nee. Guckt euch das mal an! Das ist so ein richtig krasses Kloster. Wir sind ganz aufgeregt, uns das jetzt anzugucken. Vielleicht kommen wir da sogar rein, aber schon von außen ist es ja wohl mega krass, oder? So ein Kloster auf einem Stein, die Berge im Hintergrund. So stellt man sich das doch im Himalaya bei tibetischem Buddhismus oder Buddhismus generell vor. Das hier ist übrigens das sogenannte Stakna-Kloster. Das soll im 16. Jahrhundert gegründet worden sein. Und Stakna heißt übersetzt sowas wie die Nase des Tigers, weil das auf einem Fels erbaut worden sein soll, die aussieht wie die Nase von einem Tiger. Sah jetzt nicht so aus. Ja, aber dazu muss man auch sagen, das war im 16. Jahrhundert. Also ist auch schon ein paar Jahrhunderte her. Da kann sich natürlich auch geologisch hier viel verändert haben. Dann hat man da was weggekloppt, was neu gebaut und so weiter. Aber ja, ganz cool, so ein altes Kloster zu besichtigen. Das ist ja so krass. Das ist echt, als hätte sich so ein Tor zu einer anderen Welt geöffnet, die wir jetzt entdecken können. Weil das ist echt so anders von allem, was wir je irgendwie gesehen haben. Und irgendwie voll besonders, dass wir jetzt hier sind. Und wir haben ja echt lange irgendwie geguckt, wie wir sowas erleben dürfen. Und umso schöner ist es, dass wir jetzt hier sein können. Krass. So viel Buddhas. Hier sind wir jetzt in so einem älteren Teil des Klosters und man sieht, hier gab es noch keine schöne Tapete, sondern hier wurde es noch alles so drauf gemalt. Und hier sieht man so ganz alte Schriften. Voll krass. Das haben wir halt auch nicht erwartet, ne? Draußen ist alles so weiß und dann kommst du hier so rein, boom, alles voller Farben. Ja, der Besuch hat sich ja hier auf jeden Fall gelohnt. Ja, und wir haben beide noch so um die 30 Cent nicht mal dann im Kloster bei einem Mönch Eintritt bezahlt, aber das war es voll wert und ist ja echt nicht viel. Ein bisschen schade ist halt, dass die Mönche jetzt gerade überhaupt nicht so da sind, also es ist mehr wie so ein Museum, obwohl man ja weiß, dass die da leben. Ich meine, das ist in anderen Kirchen und Klöstern ja auch nicht anders, aber hoffentlich kriegen wir noch mal irgendwo Kontakt zu Leuten, wo wir dann einfach noch mal mehr Fragen stellen können. Oh. Also wir können auch natürlich noch mal ein bisschen mehr googeln und so, aber mein Interesse ist auf jeden Fall jetzt groß, noch mehr darüber zu lernen, weil es halt so spannend ist, wenn man da so durchläuft und irgendwie Symbole und so sieht und so denkt, was heißt das wohl? Ja, schon spannend. Ja. Und die Aussicht ist auch richtig gut. Ja, Voll die krasse Wüste und dann hier so Fluss wie so eine Oase. ja, und dann halt diese Mountain Ranges. Und von den super netten Ladakhi-Leuten, die wir den einen Tag bei unserem letzten Stellplatz getroffen haben, haben wir gelernt, dass so tibetisch und Ladakhi, Jule heißt sowas wie Hallo und auch auf Wiedersehen und so. Und willkommen und sowas. Genau, also haben wir jetzt auch schon ein paar Mal hier an der Straße so stehen gesehen, an so Dörfern. Habe ich eben zu einem Mönch gesagt und der hat sich total gefreut. Also wir sagen jetzt nicht mehr Namaste. Nee, Namaste ist jetzt out. Ja, Namaste ist ja auch Hindi. Wir sagen jetzt immer Jule. Jule. Ist auch so ein süßes Wort einfach. Ladakhi hört sich, also wenn eine Sprache schon Ladakhi heißt, dann kann die Sprache selbst ja auch nur niedlich sein, oder?
nach Wochen in den Bergen, wo wir das letzte Mal in Keelong-Gemüse einkaufen waren, da waren wir jetzt hier in einem Vorort von Leh und haben ganz viel gekauft, was wieder richtig gut ist, mal wieder unsere Schränke aufzufüllen, weil so langsam wurde es ein bisschen traurig. Wir haben jetzt mal gewagt, das hier zu kaufen, das habe ich schon ganz oft gesehen. Vielleicht ist es so eine Art Gurke, wir wissen es nicht genau, wir werden es herausfinden. Wenn das jemand von euch jetzt schon weiß, kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir sind gespannt. Ganz spannend, der Gemüseverkäufer war Moslem. Also hier in der Region mischt sich das wohl alles so ein bisschen mehr. Und ich meine, Pakistan ist jetzt auch nicht mehr so weit entfernt. Und die Grenze ist da ja auch so ein bisschen schwammig. Also da gibt es wohl auch Dörfer, die zur Hälfte in Indien und zur Hälfte in Pakistan sind. Kommen wir vielleicht auch nochmal hin. Und zum Pangong Lake, der zur Hälfte in China und zur Hälfte in Indien ist. Ah, International Meditation Center. Trommelwirbel! Yay! Wir haben es jetzt endlich nach Leh geschafft. Nach irgendwie 2 Monaten oder so. Und ganz lange warten. Toll. Ist doch ein bisschen wüstiger als ich dachte, aber schon krass. Irgendwie die ganzen Berge drumherum. So, wir haben es jetzt nach Leh reingeschafft. Wir sind jetzt hier beim Leh Market und sind auch auf der Suche nach einer Agentur, wo man diese Permit kaufen kann. Wir waren eben bei einer, aber die wollte irgendwie einen zu hohen Preis. Erster Eindruck von Leh, ziemlich touristisch, ne? Ja, voll. Aber gut. Ist Aber es auch irgendwie voll süß dabei. Ja, es ist wirklich sehr klein. Aber man sieht halt voll, dass hier dann viel Tourismus ist und viel Geld und so, weil viele Häuser halt voll neu sind und so weiter. Anstatt halt im Rest auf der Route war das jetzt nicht so. Das ist total lustig, das fühlt sich hier überhaupt nicht mehr indisch an, aber auch nicht nepalesisch oder so, weil es ist eine echt moderne, saubere, relativ leise Fußgängerzone. Voll ungewöhnlich für uns. Wir haben jetzt übrigens auch eine Agentur noch gefunden und der hat das jetzt alles gemacht. Auch den Zeitraum, den wir wollten, weil erst meinte er so, nee, es geht nur eine Woche das Permit, das wäre aber voll doof. Wir brauchen ja mindestens einen Monat. Ja. Das Auto ist langsam. Wir brauchen schon 3 Tage, um irgendwo hinzukommen, wo man einen Permit braucht. Ja. Naja, aber jetzt hat das geklappt. Er muss jetzt aber noch zu diesem offiziellen Büro gehen von dem Government hier, um einen Stempel zu bekommen. Und dann können wir es später abholen. Ja, und diese Permit ist halt fürs Rote Kreuz und für den Umweltschutz. Und die Ja, arbeiten WWF, auch irgendwie ne? mit dem WWF zusammen. Ja, also ist ja wie so eine Kurtaxe quasi. Ja, das sind dann irgendwie 6 Euro pro Person, das ist schon machbar und in Ordnung. Für die Umwelt, wenn dann irgendjemand den Plastikmüll aufsammelt und die Tiere schützt, Ja. ist das schon okay. Das ist die beste Fußgängerzone Indiens. Das ist echt, ich habe jetzt einen umgekehrten Kulturschock. Ich denke mir so, hey, wieso ist das so leise und ruhig und irgendwie ordentlich? Ich bin verwirrt. Wo ist das Chaos? Wo ist der Trubel? So läuft das hier. Kurze Pause hier auf einer Bank. Wir sind allerdings bei dieser Gebetsmühle und ständig kommen Leute vorbei. Und wenn man jetzt hier so die Straße lang geht, dann muss man hier einmal lang gehen und diese Trommel einmal drehen und dann geht man weiter. Aber deshalb, und da ist so eine Klingel, deswegen klingelt es die ganze Zeit. Ich finde es ganz cool. Das ist ganz lustig, ne? Generell finde ich es ja einfach ziemlich cool. Ja, coole Stadt, Ja, mega. coole Gegend. Wir sind begeistert. Hat sich gelohnt, hierher zu fahren. Ja, Leute, Ladakh. Fahrt nach Indien, fahrt nach Ladakh. Ja, wenn ihr nach Indien fahrt, fahrt nach Ladakh. Ja, Weil wir haben das- auch nicht alles von Indien gesehen, Nee. aber trotzdem gefällt uns Ladakh echt richtig gut. Hier ist jetzt die Old Town, die Altstadt. Sieht richtig gut aus. Yay!
Vorhin in der Stadt haben wir uns länger mit einem jungen Mann unterhalten und der hat uns zu seinem Hotel oder bei dem Hotel, wo wir arbeiten, das ist ja immer ein bisschen schwer zu verstehen, was jetzt, also ob Seins ist oder ob er nur da arbeitet, eingeladen zum Abendessen. Und jetzt sind wir angekommen und wir glauben, das ist das hinter uns. Das sieht voll fancy aus. Das haben wir nicht erwartet. Nee. Das ist ungefähr so, als wie wir damals in Islamabad dann zu jemand zu Hause eingeladen waren. Das war dann jemand von der UN und andere Leute, die bei den Botschaften arbeiten, waren da und es war so voll das schicke Haus. Und wir wussten ja gar nicht, wo wir da landen. Und da waren wir auch so ein bisschen so, oh, meine Schuhe sind ganz dreckig und keine Ahnung. Das war voll peinlich. Wir sind auch ein bisschen früh, das ist ein bisschen peinlich. Ja, wir sind halt so richtig deutsch, ne? Wir haben so, er hat so gesagt, ja, ich möchte euch zum Essen abends einladen. Wann wollt ihr denn kommen? Wir so, ja, so um 6? Ja, 18 Uhr ist gut zum Essen. Weil wir essen ja echt so um 6 und um 10 schlafen wir. Also das ist ja irgendwie gerade so voll unser Rhythmus. Und er so, ne, also für 8 gibt es kein Essen. Ihr könnt natürlich vorher kommen und ein bisschen schon Bier trinken oder so, aber unser Essen wird von 8 bis 10 serviert. Tja. Ja. Naja. Und wir haben auch vergessen, wie er heißt. Aber hey, wir sind voll dankbar, solche Momente zu haben beim Reisen. So, wir werden da jetzt gleich einfach voll souverän zur Rezeption gehen und die werden schon erraten, wen wir meinen. So, und dann wird das bestimmt cool. Oh je. Der peinlichste Moment wurde uns erspart, nämlich als wir gerade reingelaufen sind, ist er dann auch reingekommen. Jetzt müssen wir nochmal so fragen, wie er heißt. Das ist halt auch voll lustig, ne? Weil man kennt die Namen nicht. Ich meine, meinen Namen verstehen viele und kennen den auch und haben den schon mal gehört, aber Mariano checken ja auch viele nicht. Also wirst ja dann immer Mario oder so genannt. Und hier ist das jetzt auch so, ne? Andere Sprache, ganz andere Namen, dann kann man sich die halt nicht so einfach merken. Muss man sich mal aufschreiben. Ja, genau. Dann kann man sich das viel einfacher merken. Aber so ist es immer so, das habe ich noch nie gehört und man versteht man es auch nicht richtig und so. Naja, jetzt sind wir hier. Ja. Riecht auf jeden Fall schon mal richtig gut und wir sitzen hier auf so einer lustigen, auf so einem Sofa. Ganz oft haben wir es schon gesehen, dass so Hotels von außen voll schick aussehen und auch so ein bisschen versuchen schick zu sein. Wenn man dann aber drinne ist oder genauer hinguckt, sieht man, dass es halt ja, so ein bisschen rudimentärer oder auch teilweise ranzig ist und so. Aber dieses Hotel ist einfach nur neu und nur schick. Also es sieht richtig edel aus und so. Ich komme gar nicht darauf klar, dass wir jetzt hier sitzen dürfen und so. Hoffentlich haben wir. Was kostet eine Nacht? 24 Euro, das geht aber dann, finde ich, voll. Ja, ne? Aber weißt du noch, wir haben ja eine Nacht auch mal mit Klimaanlage irgendwo gepennt. Diese Temperatur. Oh ja. Oh. Erst waschen. Also, und was heißt dreckig gemacht? Wie teuer war das denn? 20 Euro. Ah, es war 20 Euro. Und das war schon so, da ist die Tapete schon von der Wand gefallen und das Bettlaken war jetzt nicht 100% sauber. Wir haben jetzt erstmal Tee bekommen. Der indische Ladaki Aperitif. Ob ich dann noch schlafen kann? Oh, es ist so Chai. Ja, geil. Voll cool, wir haben ein Buffet. Hatten wir auch ewig nicht mehr. So, dann haben wir uns mal die erste Runde unsere Teller gefüllt. Ich habe ein bisschen Rohkost, hier so eine Suppe, sieht so ein bisschen Brühe, Tomatensoße, Suppe irgendwie aus, mit auch so Croutons. Dann sowas mit Aubergine irgendwie, was voll gut riecht. Und unsere typischen Choy Mein-Nudeln. Genau, Mariano hat noch Reis und so ein Veggie-Bällchen. Und wie heißt dieses Brot nochmal? Roti. Genau, also voll die gute Auswahl. Wir sind gespannt. Und ja, happy hier zu sein, ne? Uiuiui. Wir haben ihn vorhin gefragt, was für Gäste hier vor allem kommen. Und es sind natürlich vor allem indische Touris. Und dementsprechend ist das Essen auch einfach viel zu scharf für uns. Ja, aber sehr lecker. Mega lecker. Runde Nummer 2. Und ich habe noch Chapati gefunden. Hilft vielleicht gegen die Schärfe. Oder es ist noch schärfer. Jetzt ist es 9 Uhr und jetzt sind nicht wir die Einzigen, die essen. Jetzt sind alle anderen auch hier und das Buffet ist voll. Und er hat uns vorhin erzählt, dass das so ein bisschen daran liegt, dass die Geschäfte hier erst um 10, 11 aufmachen, aber dann halt bis 9 oder so offen haben. Und in der Agency, wo wir unsere Permit gekauft haben, hat er auch gesagt, der hat bis 9 offen. Und dann kommen halt die arbeitenden Eltern irgendwie nach Hause und alle essen zusammen. Deswegen hat sich das so voll verschoben, dass alle voll spät essen. Und in Deutschland ist der Rhythmus einfach weiter nach vorne. Man arbeitet halt früher und kommt dementsprechend auch früher nach Hause. Das liegt natürlich wahrscheinlich auch an der Hitze und so weiter.
Puh, jetzt sind wir ganz schön vollgefuttert, weil wir echt lange nicht mehr so viel Auswahl und so viel gegessen haben irgendwie, ne? Und richtig lustig, das Ganze heißt Alpine Villa. Was natürlich lustig ist, weil wir ja, ne, Alpin, Alpen aus Deutschland... Oh, jetzt werden wir hier ganz schön angeleuchtet. Auf jeden Fall heißt das Ganze übrigens Alpine Villa, was ja irgendwie voll witzig ist, ne? Alpen, Europa, wir aus Europa sind jetzt hier in der Alpine Villa. Genau. Und unser Gast war ganz schön busy, weil ihm gehört halt wirklich dieses Hotel mit einem Freund. Und er war auf jeden Fall vieler Menschen. Jetzt kommt dieses Auto wieder angerast. Naja, aber guter Abend. Jetzt geht's zurück zum Van. Ja, war sehr nett, dass er uns da eingeladen hat. Ja, und mega nett. Er hat halt auch wieder gesagt, ne, wenn wir irgendwas haben, irgendwelche Ja. Probleme, irgendwelche Tipps und so, sollen ihm schreiben und so. Also voll cool. So lieben wir das ja, wenn man Ja. Leute kennenlernt und... Leider war er ein bisschen sehr beschäftigt und das ganze Zeit immer rumgerannt. Da konnten wir Ja. jetzt, also wir haben ein bisschen mit ihm gequatscht und so, es war auf jeden Fall spannend. Ja, voll. Na Also. gut, Rückweg antreten. Ja. Wir sehen uns morgen. So, wir melden uns nochmal aus der Fußgängerzone. Wir dachten, wir laufen ja nochmal im Dunkeln lang und gucken, wie es so schön beleuchtet ist. Und jetzt ist uns nochmal so richtig aufgefallen, wie neu und modern diese Häuser sind, weil jetzt sind sie auch alle so mega krass schön beleuchtet. Und es fühlt sich, also ich weiß, das habe ich schon gesagt, aber es fühlt sich wirklich nicht mehr wie Indien an. Jetzt haben wir Nee. das Gefühl, man ist in der Schweiz, weil es so fancy aussieht, oder in so einem Freizeitpark. Ja, ist echt krass. So künstlich und so neu errichtete Fassaden und so. Das hat ja hier auch nichts Historisches mehr und so. Richtig spannend. Ja, das ist schon echt eine andere Welt im Vergleich zum Rest von Indien. Ja, voll. Guten Morgen. Wir haben hier an der Shanti Stupa übernachtet, über der Stadt. Man hat eine tolle Aussicht und wir sind etwas früh aufgewacht mit immer noch einem vollen Magen. Also ich glaube, heute müssen wir kein Frühstück haben. Und wir gehen jetzt mal als Erste uns das angucken, weil es jetzt noch hier ganz früh morgens und dann haben wir den Ort ein bisschen für uns, bevor nachher gleich die ganzen Touribusse ankommen. Okay, wir haben eingecheckt, beziehungsweise ein Ticket gekauft. Ja. Und der Mönch war richtig nett. Oh, der war so süß. Der hat uns jetzt hier so einen Keks gegeben. Das war so. Dabei haben wir gar keinen Hunger. Das ist gut für eure Gesundheit. Sehr guter lokaler Keks. Hier aus Ladakh. Und wir so, danke. Ja. Wir haben ihm noch erzählt, dass wir mit dem eigenen Auto hier sind und was wir jetzt alles hier schon gesehen haben und so. Ja. Ja, gucken wir uns das hier mal an. Okay, Tempel. Und es hat wieder, muss man auch nochmal sagen, 30 Cent pro Person gekostet. Ja. Ne? Ist halt wieder nix. Schnell, Laura, bevor die Touris alle kommen. Ja, das hört sich nicht so an, als wären jetzt schon 1000 unterwegs. Die kommen gleich. Drei, 2, 1, Action! So, das Ganze wurde erst 1991 erbaut, ist also noch gar nicht so alt, von einem japanischen Mönch. Da sollen aber Reliquien von Buddha drunter verbaut sein. Und es ist natürlich nicht nur ein cooler Spot für gläubige Buddhisten, sondern auch einfach ein cooles Panorama hier oben, weil man so krass über die ganzen Bergketten gucken kann. Hier in der Region gibt es ja eine große muslimische Community anscheinend. Und das heißt, es gibt auch mal wieder so geiles Brot. Die haben das jetzt so als Roti verkauft, aber ein Roti ist eigentlich was ganz anderes. Das ist eher wie so ein dünnes Fladenbrot, so wie wir es im Iran und so immer hatten. Also richtig lecker. Und wir haben eben schon 5 gekauft und die zum Frühstück gegessen. Jetzt bin ich nochmal hingegangen und wollte nur 4, aber jetzt hat er mir nochmal 1 extra gegeben. Voll nett. Und die machen das auch in so einem Ofen, wo man das da so unten reinklatscht und dann ist auch so ein Feuer und so. Sehr gut. Und wir haben auch hier wieder bei unserem muslimischen Gemüsehändler eingekauft. Der war auch richtig happy.
Weil es ist ja bei uns auch voll faszinierend, wenn man mal darüber nachdenkt, wenn wir einmal einen Laden haben, den wir ganz gut fanden, und dann nochmal vorbeikommen, dann fahren wir da auf jeden Fall immer zum gleichen Laden. Das war ja in dem einen Örtchen jetzt auch so. So ein Gefühl von Beständigkeit finden wir dann immer voll gut irgendwie. Deswegen, wenn uns jemand überzeugt, dann kommen wir auf jeden Fall nochmal wieder, wenn unser Weg uns da lang führt. Naja, aber sowas haben wir ja sonst nicht, so Ja. Beständigkeit. Das ist halt voll schön, wenn man dann so Gesichter hat, die man schon mal gesehen hat, weil es ist ja schon auch jedes Mal, ja, keine krasse Überwindung, aber immer so was Neues, jetzt wieder in einen neuen Laden reinzugehen, immer jeden Tag mit fremden, neuen Menschen konfrontiert zu werden und so. Deswegen ist so ein bisschen Gewohntes und Beständigkeit auf Reisen dann auch ganz schön. Auf unserem Weg nach Lee sind wir schon am Tiksay-Kloster vorbeigefahren. Diesmal haben wir auf dem Rückweg auch mal kurz gehalten, laufen jetzt hier wieder die ganzen Treppen hoch und gucken uns das mal an. Ich dachte ja wirklich, wir sehen, wenn wir Glück haben, ein paar Klöster in den Bergen und kommen da schwierig hin. Aber die sind hier echt viel verbreitet, gut zugänglich. Das freut mich voll. Ist natürlich super touristisch hier und alles voller Touris. Mal gucken, ob wir da reingehen. Okay, weil es hier so voll ist, haben wir uns jetzt erstmal dagegen entschieden, da reinzugehen. Auf den Fotos bei Google sah es auch so ein bisschen ähnlich aus wie das andere Kloster, in dem wir waren. Und wir gehen jetzt einfach nochmal auf diesen anderen Hügel und dann machen wir von Weitem einfach noch mal so ein paar Bilder davon mit der Landschaft. In der nächsten Episode fahren wir weiter und nehmen erneut einen über 5000 Meter hohen Bergpass in Angriff, um einen der spektakulärsten, aber auch meistbesuchten Orte von Ladakh zu erreichen, nämlich den Pangong-See, der durch einen erfolgreichen Bollywood-Film Bekanntheit in ganz Indien gewonnen hat. Ob das eine einfache Fahrt wird, könnt ihr euch ja wahrscheinlich inzwischen denken. Also schaltet wieder ein, es wird spannend und dramatisch und hoffentlich regen wir uns nicht zu sehr auf. No problem, no problem. Wir haben übrigens neue Informationen dazu, warum die Menschen so bescheuert fahren. Unser Gastgeber, der uns da ins Hotel eingeladen hatte, meinte so, ja, er mag eigentlich auch hier gerne Motorrad fahren und so, weil er meinte, es ist so wie so ein Videospiel, so ein Computerspiel. Na, da fährt man so Hupen, Möp, Möp, Möp. Und das ergibt alles ein bisschen mehr Sinn, wenn die Leute das wie so ein Computerspiel sehen, dass sie halt alle so bescheuert fahren. Naja, man merkt ja auch, dass sie einfach sich geil fühlen und keine Rücksicht nehmen, so wie in so einem Computerspiel. Also ich bin die größte Person, anstatt halt ein bisschen auf Mitmenschen zu achten. Ja, und uns nicht hier ständig anzuhupen, dass wir hier einen Hörsturz bekommen. So, und wenn man hier an so einer Gebetsmühle vorbeiläuft, dann muss man da einmal mit rumlaufen und die drehen und dann geht's weiter.